Herzlich willkommen zur Kurzpräsentation meiner Bachelorarbeit Automatisierte und manuelle Web-Barrierefreiheitsprüfung, eine Vergleichsstudie des X-Monitors mit dem BIK-BITV-Test. Obwohl das Internet große Chancen bietet, Menschen mit Behinderung einen gleichberechtigten Zugang zu Information und Kommunikation zu ermöglichen, ist dies aktuell noch nicht vollständig der Fall, da das Web in großen Teilen nicht barrierefrei ist. Zur Beurteilung der Barrierefreiheit von Websites gibt es verschiedene Prüfmethoden. Die verbreiteste und detaillierteste Methode ist die manuelle Überprüfung von Websites. Diese Methode ist jedoch sehr zeitaufwendig und erfordert qualifiziertes Fachwissen. Eine zeitsparende Alternative bieten sogenannte automatische Monitoring-Systeme. Diese Prüftools können in regelmäßigen Abständen Website-Code auf Barrieren überprüfen und diesen durch Berichte und Grafiken den Nutzern verständlich gesammelt darstellen. Ziel unserer Arbeit war der Vergleich der manuellen Prüfung mit dem automatisierten Prüfen. Als automatisches Prüftool wurde der X-Monitor ausgewählt, welcher mit dem BIK-BITV-Test als Beispiel einer manuellen Prüfmethode hinsichtlich der Wirksamkeit verglichen werden sollte. Ergänzend dazu sollte die Benutzerfreundlichkeit des X-Monitors beurteilt werden. Zu Beginn führten wir eine Literaturrecherche durch, um die gesetzlichen Grundlagen darzulegen sowie eine genauere Betrachtung der beiden Prüfmethoden zu ermöglichen. Auf Basis dieser Recherche konnten wir dann eine Testwebsite entwickeln, um die Wirksamkeit des X-Monitors zu überprüfen. Dafür wurde die Website in 2 Unterseiten unterteilt. Eine Website, die 55 Barrieren nach den WCAG-Erfolgskriterien und den ergänzenden Kriterien des BIK-BITV-Tests enthält, und eine Seite, die nach denselben Kriterien komplett barrierefrei ist. Anhand dieser Testwebsite haben wir eine manuelle Prüfung und einen Scan mit dem X-Monitor durchgeführt und die Ergebnisse anschließend verglichen. Dabei wurden 3 Evaluationskriterien beachtet. Coverage beschreibt die Abdeckung der 45 gewählten WCAG-Erfolgskriterien durch das Tool. Das Kriterium Completeness beschreibt den Anteil der gefundenen Fehler gegenüber der tatsächlichen Barrieren in der Website. Dabei wird anhand der False Negatives gezeigt, wie viele Barrieren durch die automatische Prüfung unerkannt bleiben. Durch die Correctness wird die Präzision der Ergebnisse beschrieben. Die Ergebnisse des Tools werden dabei in True Positive und False Positive unterteilt, um zu bestimmen, wie viele der gemeldeten Fehler auch tatsächlich Barrieren sind. Zur Beurteilung der Benutzerfreundlichkeit haben wir einen qualitativen Nutzertest mit 6 Teilnehmern durchgeführt. Alle Teilnehmer hatten die gleichen Grundkenntnisse in der digitalen Barrierefreiheit. Zusätzlich wurde der UEQ im Anschluss an den Test durch die Teilnehmer ausgefüllt, um ergänzende quantitative Erkenntnisse zu erlangen. Der X-Monitor zeigt eine Coverage der WCAG-Erfolgskriterien von 20%. Ergänzt man die Warnungen, erhöht sich dieser Wert auf 24%. Insgesamt konnten 12 der 55 absichtlich platzierten Barrieren auf der inkorrekten Website durch das Tool erkannt werden. Somit blieben 78% der tatsächlichen Barrieren durch die automatische Prüfung unerkannt. Hinsichtlich der Correctness erzielte der X-Monitor gute Ergebnisse. Die gemeldeten Fehler sind zu 100% korrekt. Nur eine Warnung wurde als False Positive identifiziert. Zusätzlich wurden auf der barrierefreien Seite 3 False Positives gemeldet. Diese wurden aber alle bereits als Warnung kategorisiert, wodurch das Tool bereits eine manuelle Überprüfung durch den Nutzer voraussetzt. Sowohl die qualitativen Ergebnisse des Nutzertests wie auch die Auswertung des UEQs zeigen, dass der X-Monitor zwar als nützlich und bedienbar eingestuft wird, jedoch einige Usability-Probleme, besonders im Zusammenhang mit der Navigation und Informationslogik, auftraten. Zusammenfassend kann die Nutzung des X-Monitors zwar empfohlen werden, da die Ergebnisse durch eine hohe Correctness zuverlässig sind. Wegen der geringen Coverage und Completeness kann das Prüftool jedoch nicht als eigenständige Prüfmethode empfohlen werden und sollte durch die manuelle Prüfung ergänzt werden. Darüber hinaus ist das Tool bedienbar und nützlich, bedarf aber einiger Verbesserungen, besonders in der Navigations- und Informationslogik.